Geht's weiter mit der Ampel im Bund. Zu einem möglichen Ampel-Exit äußerte sich heute der Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Hören wir ganz kurz rein. Klar ist, von allen wird jetzt Mut verlangt, nämlich entweder den Mut, auch in einer kontroversen Koalition Arbeit zu leisten, wenn Gutes fürs Land bewegt werden kann. Mut wäre auch, wenn man die Grenzen des Möglichen erreicht und nicht den Erwartungen und Anforderungen des Landes entspricht. Dann ist Mut, eine neue Dynamik zu entfachen. Tja, darüber möchte ich sprechen. Aus Mannheim zugeschaltet die Politikwissenschaftlerin Professor Andrea Römmele. Frau Römmele, wir haben FDP-Chef Christian Lindner gehört, allerdings nicht ganz. Der spricht heute auch von einem ernüchternden Wahlergebnis für seine Partei. Das ist aber immer noch ganz schön geredet. Das ist ja ein Desaster für die FDP, die da weniger Stimmen als die Tierschutzpartei hat. Ist es deshalb taktisch klug für die FDP, trotzdem vorerst, wie wir es gerade gehört haben, in der Ampel zu bleiben? Ja, herzliche Grüße erst einmal nach Berlin. In der Tat sind die Landtagswahlen in Ostdeutschland, in Sachsen, in Thüringen und jetzt auch am Sonntag in Brandenburg ein absolutes Desaster für die FDP gewesen. Und eigentlich muss jetzt das Prinzip Hoffnung bei der FDP hervorkommen, also dass man eben noch jetzt im kommenden Jahr eigene Akzente setzen kann, um aus diesem Stimmungstief rauszukommen. Und dazu gehört sicherlich auch eine konstruktivere Zusammenarbeit mit den beiden Koalitionspartnern Grüne und SPD, als es bisher der Fall war. Die CDU hat ja nun auch nicht wirklich glücklich abgeschlossen oder abgeschnitten bei dieser Wahl. Was bedeutet denn das jetzt für Friedrich Merz? Der wird ja heute offiziell verkündet als der Kanzlerkandidat der Union. War der Zeitpunkt so gerade noch richtig gewählt oder geht er jetzt schon quasi beschädigt rein in dieses Amt oder in diese Bewerbung? Nein, man hat ja ganz bewusst die Kür des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz vorgezogen und eben nicht in einem Zusammenhang mit der Wahl in Brandenburg gebracht. Das wäre sicherlich der Fall gewesen, wenn es danach vonstatten gegangen wäre. Man hat ja dieses schlechte Ergebnis schon im Vorfeld ein Stück weit antizipiert. Es war ja auch so, dass der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmer, ja aktiv zur Wahl von seinem SPD-Kollegen Woidke in Brandenburg aufgerufen hat. Und insofern mit dieser Entkoppelung des Wahlergebnisses und der vorgezogenen Wahl von Friedrich Merz hat man diese beiden Ereignisse nicht in Zusammenhang bringen wollen. Insofern glaube ich, dass Friedrich Merz hier relativ unbeschadet herausgeht.